Hallo zusammen, ich bin heute mal wieder im Windpark Einölln unterwegs, um euch ein Update von den G-Cypress zu geben. Ja, und ihr seht schon, 2 der Giganten sind bereits errichtet worden in der Zwischenzeit. Absolut beeindruckend. Also schon auf der Herfahrt habe ich sie schon von weitem gesehen. Absolute Giganten. Und jetzt, wo ich nochmal näher dran stehe, ist es nochmal beeindruckender. Richtig krass. Ja, die Vestas V117 im Hintergrund, die ja selbst schon echt riesig sind, sehen dagegen echt wie Winzlinge aus. Ja, zuletzt war ich vor 2 Monaten hier, Anfang Januar. Da waren die ersten Komponenten für Anlage 1 bereits angeliefert. Kran stand auch schon. Ja, und in den letzten 2 Monaten waren sie fleißig. Anlage 2 wurde diese Woche, glaube ich, erst fertiggestellt. Da bauen sie gerade den Kran ab. Ja, pünktlich bevor das schlechte Wetter wieder losgeht. Ab morgen ist nämlich wieder Regen und Sturm gemeldet. Deshalb bin ich heute auch nochmal losgezogen. Heute ist wenigstens ein bisschen noch die Sonne da und dachte, ja, das muss ich auf jeden Fall ausnutzen und nochmal hierher kommen. Weil sonst komme ich hierher und dann sind schon alle Anlagen fertig. Ja, aber schaut sie euch an, die Monster, echt beeindruckend. Da wirkt der 160-Meter-Turm mit diesem riesen Rotordurchmesser einfach gar nicht mehr so krass. Ja, über das Design von dem Maschinenhaus lässt sich streiten. Es ist halt einfach ein richtig fetter Kasten. Sieht aus wie ein Container. Also haben sie bei der Optik auf jeden Fall gespart. Naja, aber solange sie ihre Leistung bringt, 5300 kW, das ist schon echt eine ganze Menge. Das ist ja, was eigentlich wichtig ist. Aber ja, der Trend geht ja generell dahin. Man sieht es ja auch bei Vestas, der Inventus-Plattform, ist ja auch nur noch ein riesiger Kasten. Enercon hat sich ja auch leider dazu entschieden mit der Inacell. Naja, aber auch die Rotorblätter sind echt krass. Also die sind so schön gebogen. Das sieht richtig cool aus. Ja, bei Anlage 2 wird gerade der Kran abgebaut. Da unten liegen die Einzelteile. Ja, gut, dass sie den noch abgebaut haben vor dem Sturm. Ja, ich glaube bis zu 100 Kilometer pro Stunde sind gemeldet. Also obwohl es jetzt ja, das Design einfach gewöhnungsbedürftig ist, finde ich sie schon echt geil. Einfach von den Dimensionen her sind das einfach schon richtig geile Anlagen. Und wenn sie dann mal laufen, boah, da bin ich echt gespannt. Ja, ich denke mal, dass sie den Kran noch weiter abbauen. Die nächste Woche ist dann wahrscheinlich erstmal Pause während dem Sturm. Und danach geht es dann bei Anlage 3 weiter. Hier drüben. Da werde ich auch mal noch hinlaufen. Da liegen bestimmt schon die Komponenten. Vielleicht kann ich da noch einen coolen Blick auf die Rotorblätter und das Maschinenhaus erhaschen. Ja, Drohne ist auch dabei natürlich, damit ich mir alles auch noch aus der Luft anschauen kann. Dürft ihr euch freuen. Ja, und dann werde ich mal zur Anlage laufen, mich mal drunter stellen und mal auf mich wirken lassen. So, ich stehe jetzt hier in der Nähe von den Vestas-Anlagen und von hier sieht man die G nochmal von der anderen Seite und da kommen die Dimensionen einfach nochmal krasser rüber. Echt beeindruckend.
Hier links ist Anlage 1. Hier im Hintergrund sieht man auch schön Einölen. Da hinten liegt Einölen. Das hat man beim letzten Mal nicht so gut gesehen. Aber der Rotor ist so beeindruckend. Der reicht echt bis zu dem Betonturm runter. Also da zum Übergang von dem Betonturm zur Stahlsektion. Bis dahin reicht der Rotor. Echt der Hammer. Ja, hier sind fleißig die Feldlerchen am Zwitschern. Sehr schön, dass es die hier noch gibt. Sind ja auch bedroht. Ah, so krass, wie die Flügel gebogen sind. Sieht echt Hammer aus. Ja, Betreiber ist ja Abowind. Hatte ich beim letzten Video, glaube ich, schon mal erwähnt. Hatte ich auch mal eine E-Mail hingeschrieben. Die haben auch ganz freundlich geantwortet, weil ich mich interessiert habe, wie es hier aussieht. Also mir ganz freundlich zurückgeschrieben. Sehr nett. Mann, sind das Monster, ey. Ja, hinten dran nochmal die E70, die auch zu Einölen gehören, glaube ich. Das sind echte Zwerge im Vergleich zu den Anlagen hier. Echt krass. Ja, hier drüben hinter mir sind die beiden Vestas V117. Hier ist eine und hier ist die andere. Ja, und hier hinten, heute habe ich Glück mit dem Wetter. Da hinten ist der Windpark Rotzelberg mit den ganzen E101. Und da drüben ist die E138, wo ich vorhin war. Schön. So, ich stehe jetzt hier in der Nähe von Anlage 2. Jetzt kommt nochmal richtig schön die Sonne raus. Perfekt. Und da sieht man sie nochmal in voller Pracht. So ein Riese, ey. Wenn ich versuche, hochkant ein Foto zu machen, passt sie noch nicht mal richtig drauf. Und das Maschinenhaus ist echt interessant. Um den Turmstumpf rum halt etwas breiter und nach hinten verjüngt es sich dann. Aber echt ein Riesenkasten. Gefällt mir jetzt nicht so gut, aber ja, da geht halt der Trend hin. Der Markt ist immer kompetitiver. Stromgestehungskosten müssen runter, Anlagen müssen effizienter werden, billigsten Strom erzeugen. Da ist halt, ja, Design spielt eine untergeordnete Rolle. Ja, die Blattspitzen reichen echt bis zum Übergang von dem Beton zu dem Stahlturm. Und da sieht man jetzt auch schön die Teilung. Beim letzten Video hatte ich ja gezeigt, dass die Rotorblätter quasi, da ist die Teilung, schätze ich, dass die Rotorblätter so bei der ersten roten Markierung geteilt sind, also dass der längere Teil der vordere Teil ist und der hintere Teil die Flügelspitze. Und da sieht man schön die Teilung jetzt. Ja, da hinten sieht man jetzt nochmal schön die andere Anlage von der Sonne angestrahlt. Richtig cool. Jo, Kran wird gerade zerlegt, hängt am Haken. Sieht man jetzt die Baustelle von Anlage 3 noch ein bisschen besser. Und da sieht man, da liegt das Maschinenhaus. Das würde ich auf jeden Fall mal gerne aus der Nähe sehen, ey. Der fette Kasten. Doch
cool aus mit den E70 im Hintergrund. Hinten stehen auch noch jede Menge andere Anlagen, die man beim letzten Mal jetzt gar nicht gesehen hat. Weiß ich jetzt gar nicht, was das alles ist. Naja, ich werde jetzt auf jeden Fall mal die schöne sonnige Pause nutzen und mal mit der Drohne hochgehen. Dürft ihr euch freuen. So, ich bin jetzt hier nochmal an der Baustellenanlage 3 und hier wird auch schon fleißig gearbeitet. Die sind schon dabei, den Kran wieder neu aufzubauen. Hier ist so der so der hintere Teil, wo dann die Gewichte dran befestigt sind. Da drüben liegen auch schon Teile vom Kran, die sie schon hier rübergebracht haben. Ja, damit es gleich weitergehen kann, wenn der Sturm dann vorbei ist. Ja, die Komponenten sind alle schon da. Stahlturmsegmente. Hier vorne nochmal die Flügel. Und was jetzt cool ist, hier sieht man jetzt nochmal die Teilung der Flügel. Das ist jetzt der vorderste Teil, der längere. Und hier sind dann die Hinterteile. Also der hintere Teil des Blattes, der relativ kurz ist. Von Enercon kennt man es ja so, dass der vordere Teil der kürzere ist und der hintere dann der längere. Aber bei G ist es jetzt scheinbar anders. Ja, so sieht es aus, wenn es auseinandergebaut ist. Und ja, hier im Hintergrund sieht man dann die fertig errichtete Anlage, Anlage 2. Krass. Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal von der anderen Seite schauen. Ich würde nämlich echt gerne mal das Maschinenhaus aus der anderen Richtung sehen. So, hier die Baustelle nochmal von der anderen Seite. Und hier stehe ich nur wenige Meter vom Maschinenhaus entfernt. Echt geil, das mal von so nahem zu sehen. Und ja, riesiger Kasten, ey. Das ist echt wie so ein kleines Haus. Also es ist echt verdammt riesig. Krass. Oben auf dem Turm sieht es immer so klein aus, aber das ist echt ein richtig fettes Teil. Wahnsinn. Ja, hier liegt die Narbe. Da drin sieht aus, als ob das weiß nicht, jetzt ist das Getriebe oder die Antriebswelle. Weiß ich jetzt nicht genau. Ja, und die Arbeiter sind fleißig beschäftigt damit, den Kran aufzubauen. Ja, damit es bald weitergehen kann, sobald der Sturm dann aufgehört hat. Da würde ich mich echt gerne mal daneben stellen und jemand macht ein Bild von mir, dass man mal einen Vergleich hat, wie riesig das ist. Aber ich schätze, das ist schon 4 Meter ist es bestimmt hoch. Allein schon oben dieses Gestänge hier, wo die Befeuerung drauf ist und die Windmessanlage, ist auch echt riesig. Wahrscheinlich schon fast so groß wie eine Person. Hier nochmal der Turm. Ja, ich schätze mal, nächste Woche wird jetzt dann hier erstmal geruht. Nächste Woche ist nur Regen und Sturm angesagt und dann, ja, in 2 Wochen geht es wahrscheinlich weiter. Ja, mit der Drohne war ich auch gerade eben oben. Super geile Aufnahmen. Dürft ihr euch freuen. Jo, ich hoffe, das Video hat gefallen. Gerne wieder Kommentare schreiben. Kanal abonnieren, würde ich mich freuen. Und ja, im Anschluss folgt dann das Drohnenvideo.
Und ja, wer weiß, vielleicht bin ich irgendwann nochmal hier, wenn die Anlagen dann alle fertig sind und vielleicht sogar am Netz. Ja, lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video und bis bald.